Everywhere stars, water in the sky above. Der Song Starlight Night Crash von der Monika Roscher Big Band entstand bereits im Jahr 2015 als musikalische Skizze bei einer kreativen Jam-Session von Monika Roscher zusammen mit ihrem Bandkollegen Hannes Dieterle. Kurz darauf kamen die beiden auf die Idee, für das Stück einen leuchtenden Anzug zu entwickeln. Also der Hannes und ich kennen uns schon seit unserer Jugend. Wir haben schon in etlichen Bands zusammen gespielt. Genau, ja, und dann hat mich die Moni angerufen, haben wir ein bisschen gebrainstormt, was denn da cool wäre. Und dann war ich relativ bald klar, das könnte eigentlich ein gutes Uni-Projekt für mich werden. Und da ist zum Beispiel auch die Idee entstanden, dass der Anzug auch ein Instrument sein könnte. Ich habe den Sternenhimmel dann ein bisschen flackern lassen, dass das sich zur Musik so ein bisschen bewegt. Es ist dann noch ein bisschen mehr dazugekommen, es sind noch leuchtende Schnüre und so Ringe und Sensoren dazugekommen, damit der Anzug auch als Instrument fungieren kann. Der Anzug nimmt Signale aus der Band und da nimmt er von verschiedenen Instrumenten die Audiosignale, zum Beispiel die Bassdrum vom Schlagzeug oder den Gesang, das Audiosignal vom Gesang. Dann bin ich ja selber auch auf der Bühne als Live-Electronics-Musiker, habe da mein Setup und mache da auch Klänge und die kann ich auch nehmen. Also das ist das eine, was der Anzug macht. Er nimmt quasi bei der live gespielten Musik Elemente heraus und setzt die in Licht um. Und das zweite, was er dann macht, ist, dass er selber zum Instrument wird. Nämlich, wir haben dem Anzug an den Armen jeweils so ein Accelerometer eingebaut. Das sind im Grunde die gleichen Sensoren, die in jedem Handy drin sind, wenn man die Wasserwagenfunktion verwendet. Und der spürt alle Bewegungen auf, die die Moni live mit dem Anzug macht und sendet die wieder an meinen Computer auf der Bühne. Und diese Information setzt die Software, die ich dafür geschrieben habe, in einen Klang um. Das ist im Grunde ein nachgeahmter E-Gitarrenklang und diese Klänge werden wiederum auch erneut in Licht umgesetzt. Also wir haben dann ein audiovisuelles Instrument, das die Moni mit Bewegungen spielt. Ich merke, für mich ist es ein bisschen, ich habe noch nie Theremin gespielt, aber eigentlich ist es für mich eine Art Theremin-Spiel, weil ich mit den Armen quasi den Ton ändere vom Boden ab, die Tonhöhen und Lautstärken, und das ist natürlich mega spannend, weil das ist wie ein neues Instrument lernen, und da haben wir uns ganz am Anfang auch getroffen und haben einfach nur Anzug gespielt sozusagen. Jede einzelne LED muss der mit der Hand hinnähen, die Verkabelung machen, dass ich dir nicht wieder was rausreiße und so. Also das ist zum Beispiel auch was, wenn wir zusammen live auftreten, dann ist es einfach so, wenn ich in den Anzug steige, dann muss ich wirklich aufpassen, dass ich einfach nichts rausreiße. Den beiden war bei dem Anzugprojekt immer wichtig, dass dessen Wirkung den Song inhaltlich unterstützt. Also in dem Stück geht es eigentlich um eine Transformation von einem Menschen, der was erlebt, und es ist eine Umwandlung, eine Verwandlung von jemandem. Genau, wir haben das Stück geschrieben. Es hat ganz simpel angefangen mit eigentlich nur einem, wie sagt man, Circuit-gehackten Casio-Kinder-Keyboard. Ja, genau. Alter Bandkollege von uns, der James, hat es mir mal zum Geburtstag geschenkt, und da konnte ich das so, die Kabel aneinander stecken, und dann kamen so komische Klänge raus. Und aus dem ist so irgendwie dieses Lied geworden. Und es wird wahrscheinlich so sein, wenn der Anzug mal in Flammen aufgeht, dann werden wir dieses Stück so nicht mehr aufhören können. Ja, nicht ohne mich in Flammen.